Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie beim ersten Video 2026 hier auf Dog Special und in diesem werden wir heute gleich mal anständig Gas geben. Rassestandard. Fluch oder Segen? Nun, sehen wir uns das mal etwas genauer an. Also, bis gleich. Nun, ich hoffe, Sie sind alle gut ins Jahr 2026 gerutscht und konnten Ihre Hunde so halbwegs durch diese Knallerei hindurch manövrieren. Bei manchen ist das ein extremes Problem, bei anderen gar keins. Mein Vito kämpft seit etwa 2 Jahren mit dieser Sache aufgrund eines Zwischenfalls. Ist keine extreme Geschichte bei ihm, aber in diesen Momenten benötigt er ganz klar die Gewissheit, dass er sich auf mich verlassen kann. So läuft das ab. Und ich gebe zu, es kommt vor, dass mir bei der Explosion eines Feuerwerkkörpers vor oder nach Silvester der Satz „Möge derjenige, der den Böller zündet, sich mit selbigen detonierend in seinem Hintern wiederfinden“ auskommt. Ja, so viel dazu. Wozu gibt es eigentlich Rassestandards? Nun, aus sehr vielen Gründen, wie wir natürlich wissen. Doch der Urgrund ist folgender. Jeder Hund hatte früher eine Aufgabe, und sei es nur als Schoßhund für Adelige oder Reiche zu dienen. Doch jeder Hund hatte seinen Job. Der Jagdhund, der für die Nasenarbeit gedacht war, oder der, welcher als Packer diente, der Jagdhund, der auf Sicht jagte, oder derjenige, der in den Bau eindrang. Und so geht das weiter. Der Wach- und Schutzhund, der bei Wind und Wetter den Hof bewachte, andere das Nutztier, oder diejenigen, die als Kriegshunde zum Einsatz kamen. Hunde, die das Vieh trieben oder Schlitten zogen. Und all diese Hunde mussten gewisse charakterliche und körperliche Eigenschaften vorweisen, um für ihre Jobs geeignet zu sein. Klare Sache. Der Schlittenzieher wäre ein ungeeigneter Baujäger gewesen, der Terrier ein ziemlich mieser Schlittenhund, und so geht das weiter. Man sagte damals, ich brauche solch einen Hund für diesen Job, ja, denn dieser Hundetyp kann diesen Job viel besser, als das ein anderer Hundetyp kann. Ja, und so entstanden Rassestandards. Punkt, aus Ende. Sehr grob erklärt. Ist also eigentlich eine tolle Sache, möchte ich meinen. Wenn man also zwischen den Zeilen liest, dann erkennt man sehr schnell, dass Rassestandards bis auf Ausnahmen von Hunden, die einzig und allein als Schoß- und Begleithunde gezüchtet wurden, dazu dienten, eine gewisse Einsatz- und Leistungsfähigkeit bei Hunden, die für diverse Aufgaben gedacht waren, sicherzustellen. Ich denke, so kann man das in etwa erklären. Ja, bloß irgendwann mal begannen sich schleichend der Wahnsinn durchzusetzen. Die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit gerieten bei vielen Hunderassen in die Kategorie sekundär. Der Profit begann das primäre Ziel zu werden, denn die Moderne schritt voran, viele Hunderassen wurden arbeitslos, die Leistungszucht wurde kleiner, die Hochzucht aber wurde größer. Typische anatomische Rasseeigenschaften wurden zugespitzt, man begann damit, sie zu extremisieren, kurze Schnauzen wurden noch kürzer, schwere Hunde noch schwerer, recht faltige Hunde zu waren Faltenmonstern geformt, und diese Hunde, welche teilweise nur mehr Karikaturen ihrer ursprünglichen Form darstellen oder darstellten, die gewannen auf Ausstellungen, wurden prämiert und deren Welpen als Nachkommen von Champions um viel Geld verkauft. Die Branche der professionellen Hundezüchter ist hart. Da wird mit allen Mitteln gearbeitet, um einen gewissen Typ zu erhalten, Siege einzufahren und Geld so wiederum zu erhalten. Klare Sache, Inzucht ist für nicht wenige Züchter nur ein Kavaliersdelikt, wenn es
der Anatomie zugutekommt. Wir wissen das. Ja. Wissen Sie, wie viele Mails ich schon bekommen habe von Menschen, deren Rassehunde ständig, permanent krank sind? Da ist alles dabei, was Sie sich vorstellen können. Ne? Und selbstverständlich bleibt auch häufig das Wesen auf der Strecke. Wurden früher nur Rüde und Hündin miteinander verpaart, wenn auch deren Charakter den für ihre Rasse typischen gezeigt hat, ist das heute bei weitem keine Selbstverständlichkeit mehr. Ne? Mit Ausnahme von echten Leistungslinien, das möchte ich betonen. Im Ausstellungsring gewinnt nicht der Charakter, die Optik tut es. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selbst jahrelang als Formrichter fungiert. Ein kurzes Beispiel. Der English Bulldog, ein Hund, welcher optisch und charakterlich so erschaffen wurde, um das Volk bei Spektakel von Tierkämpfen zu belustigen. Das ist grausam, ja, aber entspricht der Wahrheit. Dieser Hund kam hauptsächlich beim Bullbaiting zum Einsatz. Dabei wurden die Bulldogs einzeln auf einen Stier losgelassen und packten den an der Nase. Der Hund, welcher seinen Griff am längsten halten konnte, der gewann und somit auch sein Besitzer. Ruhm, Geld. Die Hunde wurden dann zumeist vom Stier weggeschleudert und von den Besitzern versucht, mit deren Rücken aufgefangen zu werden. Gelang nicht immer, aber sie versuchen es zumindest. Man benötigte also einen Hund, der nicht zu groß war, um weniger Angriffsfläche für den Stier zu bieten, trotzdem aber sehr stark war, um der Energie des herumwirbelnden Stiernackens standhalten zu können. Einen Hund mit kurzem, kräftigem Maul, Fang und Vorbiss, welcher sich besonders dafür eignet, einen Griff zu halten. Wir kennen das von vielen Packerrassen. Noch dazu sollte dieser Zähigkeit und Ausdauer mitbringen und nicht zuletzt das dafür notwendige Feuer, welches es benötigt, um sich einen gefährlichen Gegner entgegenzuwerfen, der 20 Mal schwerer ist als man selbst. Ja. So entstand der English Bulldog. Ja. Auf dem Bild, das ich Ihnen jetzt zeige, sehen Sie links einen Bulldog zu Bullbaiting-Zeiten und rechts einen English Bulldog, nachdem diese Rasse arbeitslos geworden ist. Beide Bilder habe ich mit KI erstellt, um niemanden dabei auf die Beine zu treten. Nun das Bild. Ja, links sehen Sie nicht unbedingt einen Ausdauerläufer, nein, aber einen leistungsfähigen Hund. Und rechts sehen Sie eine bemitleidenswerte Kreatur. Welcher dieser beiden würde heute im English Bulldog Ausstellungsring triumphieren? Das frage ich Sie. Und welcher dieser beiden würde gut zu verkaufende Welpen produzieren? Stimmt, Sie haben recht und genau das ist ein allgemein sehr großes Problem. Nächstes Beispiel. Der deutsche Schäferhund, eine meiner absoluten Lieblingsrassen, ein herrlicher Hund. Dieser Hund wird anatomisch und wesenstechnisch beginnend mit den 80ern systematisch vernichtet. Und mir ist bewusst, dass einige Verfechter dieses modernen deutschen Schäferhundestils jetzt auf mich schimpfen wie die Rohrspatzen, aber das ist mir egal. Ja. Verbände, die kein Machtwort sprechen, Züchter, die nur Ruhm und Geld sehen, Formrichter, welche den anatomisch gesünderen deutschen Schäferhund aus Leistungslinie nicht mal beachten, wenn er neben einem Hochgezüchteten im Ring steht, sind es welche den deutschen Schäferhund vernichten. Das ist Fakt. Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild. Beide Hunde sind ebenfalls mit KI erstellt. Ich möchte keinen Hund an den Pranger stellen, denn die können absolut nichts dafür. Nun das Bild. Links sehen Sie einen deutschen Schäferhund, der noch die Grundidee dieser Rasse verkörpert. Rechts sehen Sie einen deutschen Schäferhund, welcher heute auf den Ausstellungen gewinnt. Das Makabre an dieser abfallenden Gruppe ist die Aussage von Fans dieser Optik, dass dieser anatomische Aufbau der Leistungssteigerung des deutschen Schäferhundes dient. Liebe Zuseher, wenn deutsche Schäferhunde vom Zehn zum Fersengänger mutieren und beim Trab aussehen wie krabbelnde Käfer, ihre Anatomie sie teilweise daran hindert, die Rute hochzustellen, dann muss man schon ein ganz bestimmter Typ Mensch sein, wenn man das weiterhin fördert und forciert. Doch heutzutage werden Hunde nicht nur anatomisch
zerbröselt, weil sich gewisse Standarddogmen durchsetzen. Es wird generell alles über den Haufen geworfen. Der Wahn der veganen Fütterung zum Beispiel. Klar, in den tausenden Jahren der Domestizierung und Nähe zum Menschen hat der Hund gewisse genetische Anpassung erfahren. Ist nicht wegzuleugnen. Hunde können Kohlenhydrate und Stärke weit besser verdauen, als es der Wolf kann. Ja? Und trotzdem ist der Hund zu 100% Carni-Omnivore, bedeutet ein Allesfresser mit starker Tendenz zum Fleischfresser. Was er nicht ist, ist ein Pflanzenfresser. Das ist nicht artgerecht, da können manche noch so hysterisch reagieren, wie sie wollen. Ne? Ich verstehe die Veganer nicht. Ich verstehe diese Leute nicht, die sich aus Überzeugung vegan ernähren, sich aber einen Carni-Omnivoren nach Hause holen und diesem ihre Ideologie aufzwingen. Die verstehe ich nicht. Ja, der Hund kann sich nicht dagegen wehren. Der ist ihnen ausgeliefert. Füttern Sie ihn artgerecht oder nehmen Sie sich statt eines Hundes ein Meerschweinchen. Das ist nur mein Tipp. Ja, Verrücktheiten gibt es viele in der Welt der Kynologie und ich sage Ihnen was, mit so viel Schwachsinn, mit so viel Firlefanz wie die letzten geschätzt 2,5 Jahre, seit ich Dog Special betreibe, kam ich vorher nie in Kontakt. Hier hat sich teilweise eine Art Sekte in der Welt der Hundefreunde entwickelt. Das erkennen nicht nur ich, das empfinden auch viele andere Leute so, wie mir bekannt ist. Ich habe erst vor kurzem mit 2 Verrücktheiten zu tun gehabt. Ja. Das erste, von dem ich Ihnen erzähle, war vom Video jetzt zurückgerechnet vor 3 Tagen. Befand ich mich in einem Forum, wo es um Hundebrustgeschirr ging. Ja, das ist eine Geschmackssache. Der Hundeführer schwört auf Halsband. Auch hier gibt es ja viele Meinungsverschiedenheiten. Dieser Hundeführer nutzt für seinen Hund wiederum nur Brustgeschirr. Auch hier gibt es ja auch Meinungsverschiedenheiten. Da gibt es die Zuggeschirre, dann gibt es die Sicherheitsgeschirre, diese Geschirre, da, dort. Sie wissen schon, wie es ist. Ja. Die Welt der Hundeausrüstungsgegenstände ist ja auch groß. Ja. Ich schwöre aufs K9 IDC Power von Julius Sebe und seinem Team in Zusammenarbeit mit österreichischen Polizeidiensthundestaffeln entwickelt. Aus verschiedensten Gründen. Ja. Ich zeige Ihnen mal ein Bild solch eines K9 IDC Power. Ja, aber das ist nicht das Geschirr meines Hundes, denn dieses passt Vito gerade mal übers Auge drüber. Na, das ist das Geschirr der Hündin meines Bruders, der Chihuahua-Hündin Luna. Ja, Vito hat ein größeres, natürlich. Auch mein Tosa Ino Shiro trug ein K9 IDC Power in Braun. Schauen Sie, liebe Zuseher, dieses Geschirr wurde für Diensthunde entwickelt. Dieses Geschirr wurde in Zusammenarbeit mit Diensthundeeinheiten, mit österreichischen Diensthundeeinheiten von Herrn Julius Sebe und seinem Team entwickelt und stellt so viel, Bewegungsfreiraum wie möglich zur Verfügung, wenn ich so sagen kann. Mein Hund springt damit, sprintet damit, macht alles damit. Ja. Ich trainiere auch damit mit ihm, wobei ein Brustgeschirr beim Gehorsamstraining natürlich auch etwas weniger geeignet ist als ein gutes Halsband. Geht um die Reizvermittlung ihrerseits in Richtung Hund. Trotzdem funktioniert's. Was wurde nicht alles geschrieben in diesem Forum über dieses K9 IDC Power? Ein hundefressendes Monsterprodukt sei es, das dem Hund nicht nur körperlich, sondern auch psychisch schadet und so weiter. Also meinem Hund geht es sowohl körperlich wie auch psychisch blendend. Zum Glück, wie gesagt nochmal, der sprintet und nicht langsam mit dem und das auch nicht zu wenig. Er springt damit, er macht alles damit. Und ich kann Ihnen sagen, auch die Polizeihunde der österreichischen Polizeihundestaffel oder die der ungarischen, die das K9 IDC Power ebenfalls benutzen, das sind Hunde, die stehen täglich an der Front, entweder beim Training oder in der Praxis. Diesen Hunden wird allerhöchste körperliche Leistung abverlangt. Hier ein
ein Geschäft einzugehen mit einem Brustgeschirrentwickler, der ein Produkt anbietet, das dem nicht standhalten kann. Ich glaube, das wäre eine ganz dumme Geschichte. Ich gehe also davon aus, dass die Leute, die sich dazu entschlossen haben, mit Herrn Julius Säbö und seinem Team hier auf geschäftlicher Basis zu arbeiten, ihm sein Produkt abzunehmen und das Ganze bei Polizeidienst, Hundeeinheiten zum Einsatz zu bringen, Leute sind, die wissen, wovon sie sprechen. Ja, und wenn man dann in solch einem Forum, wie ich es getan habe, reinschreibt, ich verstehe diesen Hass auf dieses Brustgeschirr nicht. Ja. Man soll jeder machen, was er will. Aber ich verstehe den Hass, den man hier gegenüber dieses Produktes verbreitet, nicht. Meinem Hund taugt es. Es ist, wenn es gut angepasst ist, ein Spitzenprodukt. Es ist kein Sicherheitsgeschirr. Wenn Sie einen Angsthund haben, kann ich es nicht empfehlen. Wenn ein Hund schnell zurückgeht und Sie das tun, was Sie nicht tun sollen in solch einem Fall, nämlich in die entgegengesetzte Richtung ziehen, dann kann der Hund beim K9 IDC Bauer unter Umständen raus. Das kann er bei einem Sicherheitsgeschirr nicht, aber dafür ist das K9 IDC Bauer nicht gedacht. Ein Diensthundegeschirr. Sehr robust. Er trägt es jetzt etwa 5 Jahre und das Geschirr ist wie neu. Wird jeden zweiten Tag von mir gepflegt. Ja, dass alles passt. Na, super. Ich bekomme von Herrn Julius Säbö und seinem Team nichts dafür bezahlt. Das ist eine Gratis-Werbung für dieses Produkt, weil ich davon überzeugt bin. Wie gesagt, auch mein Tosa Inoshiro trug dieses Geschirr und fühlte sich pudelwohl damit. Ich sage Ihnen was. Ich habe dann da reingeschrieben und habe das etwas kritisiert, weil eben dieses Produkt derartig gehasst präsentiert wurde. Und mir gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung, was ich da schreibe und was ich da meinem Hund antue. Es war auch egal, als ich behauptet habe, dann haben die alle keine Ahnung, die an der Entwicklung teilgenommen haben. Alle Diensthundeführer, die mit ihren Hunden da durchs Feuer gehen, haben dann keine Ahnung. Ich kenne solche Leute, liebe Zuseher. Ich kenne Menschen, deren Tag daraus besteht, mit ihrem 5-Kilo-Hund zweimal am Tag denselben Häuserblock zu umrunden und den Rest des Tages den anderen Menschen zu erklären, wie man einen Hund richtig hält. Ja. Gerne auch Menschen mit 80 Kilo Hunden das versucht zu erklären. Aber die Leute sind einfach von sich selbst überzeugt. Also das ist eine dieser Verrücktheiten, die ich nicht verstehe. Kann ja sein, dass Sie vielleicht ein Mensch sind, der nichts von diesem Geschirr hält. Ja, aber zu behaupten, das wäre also schädlich und psychisch und körperlich schädlich für den Hund und raubt ihm sämtlicher Freiheit und das ist purer Blödsinn, das ist Schwachsinn, das ist eine Verrücktheit. Also das ist eine Blödheit, ja, also das ist völlig verwirrt. Ich schwöre drauf, sollte ich mir nach Vito nochmal einen Hund nehmen, was höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein wird, er wird mein letzter sein, würde ich mir sofort wieder das K9 IDC Power kaufen. Vielleicht nicht in derselben Farbe, aber auf jeden Fall dieselbe Machart, weil es ein Top-Geschirr ist. Ja, und die nächste Verrücktheit, die ich erst heute erlebt habe, und da habe ich sogar schon mit einer Zuseherin meines Kanals, hallo Lena, darüber geschrieben, das war genauso eine Geschichte. Schauen Sie, wie gesagt, nochmal Sekte. Ich weiß nicht, was da die letzten Jahre dafür verantwortlich ist, dass die Hundewelt, die moderne Hundewelt förmlich am Durchdrehen ist. Ja? Passen Sie auf, ich bin da auf ein Video gestoßen, wo man den Poster, also den Verfasser dieses Beitrags dabei sieht, wie er mit seinem Hund unterwegs ist und seinen Hund, der ebenfalls ein Brustgeschirr trägt, welches, weiß ich nicht, korrigiert, weil er beim Vorbeigehen bei einem anderen Hund auf diesen Hund hinpöbelt. Ja, ja, wie wird er korrigiert? Dieser Hundebesitzer packt seinen Hund an der Schlaufe des Brustgeschirrs und sagt zu ihm, sag mal, spinnst du, jetzt ist genug. Mehr war nicht. Jo, nichts Aufregendes, oder? Kommt vor. Ja. Nur hat der Verfasser dieses Beitrags, der sich da selbst filmen hat lassen, denn da geht jemand hinter ihm her, filmt das, nachher reingeschrieben, dieses Video dient dazu zu zeigen, wie es nicht sein soll, und er schämt sich für diese Taktik des Korrigierens bei seinem Hund, aber er ist
nun mal auch ein lernender Mensch und wird es irgendwann mal auch besser wissen, denn diese Korrektur, diese traumatische Korrektur war nicht notwendig. Es gibt modernere Techniken in der Hundeerziehung und so weiter, wo diese Schreckenstat des Packens am Brustgeschirr und den Hund zu fragen, sag mal, spinnst, jetzt ist genug, nicht notwendig ist. Ja. Also diese Horrorgeschichte. Alter, das ist ein Wahnsinn. Und diese Person, also der Verfasser dieses Videos, hat tatsächlich viel Beifall bekommen, ja, weil er da die Selbsterleuchtung, ich bin so böse, ich bin so schlimm zu meinem Hund, weil ich ihn korrigiert habe, weil er darüber gepöbelt hat, auf eine Art und Weise, die den Hund sicherlich in den Träumen nachlaufen wird. Ja, da wurde immer, ja, macht nichts, aber du hast es erkannt und beim nächsten Mal machst du es sicher besser und ja, und was soll ich Ihnen sagen? Aber zum Glück war da einer dabei, der hat da ganz trocken reingeschrieben in die Kommentarspalte, ihr habt alle einen an der Klatsche. Ja. Gut, das war der Kommentar, der mir am besten gefallen hat, denn besser hätte ich es auch nicht formulieren können. Ja. Gut, das waren zwei Verrücktheiten, von denen ich Ihnen erzählen wollte. Da, wie gesagt, dieser Vierlefanz, den ich mitbekomme in die letzten 2,5 Jahre etwa, wo ich mich dort herum stöbere durchs Netz, durch die Hundeseiten. Es ist ja Wahnsinn. Ja. Es ist sektenhaft, ja. Also, ich weiß nicht, was diese Leute damit erreichen wollen, was das bezwecken soll, das Ganze. Für mich ist das einfach alles nur verrückt. Ja. Und ich bin mir sicher, für einen Großteil unserer Hunde ist es das genauso. Ganz sicher, ja. Ja, das musste ich mal gesagt haben, ja. Unbedingt, das war mir ein Anliegen. Zurück zum Video. Nun, in manchen Bereichen der Rassehundezucht wird man teilweise zum Glück schon wieder vernünftiger. Stimmen erheben sich, die genau diese Probleme ansprechen. Einige haben Gewicht und können Ergebnisse erzielen. Rassestandards an sich sind extrem toll, wenn deren Befolgung keine leidenden Geschöpfe erschafft. So sehe ich das. Der kurzbeinige Hund muss nicht unbedingt mit dem Bauch am Boden schleifen, um sich als Rasse klar von anderen zu unterscheiden, oder? Ja. Das Gewicht des Faltigen nicht aus 2/3 seiner Haut bestehen. Ein kurzer Fang kann auch als solcher erkannt werden, ohne dass sein Träger kaum mehr Luft bekommt. Rassestandard. Fluch oder Segen? Nun, das war das heutige Video. Unterm Strich würde ich sagen, Rassestandard, wenn vernünftig und richtig, dann selbstverständlich auch wichtig. Aber da sind wir uns wahrscheinlich alle einer Meinung. Ja, somit war es das mit dem ersten Video 2026. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und hoffentlich muss ich meinen Hund nicht auf die grausame Art und Weise korrigieren, wie diese eine Person des Videos, von dem ich Ihnen erzählt habe, denn traumatisieren möchte ich meinen Hund nicht. Ja, das war's schon wieder.